So Leute, dann wollen wir mal weitermachen. Und zwar, das Ganze soll ja noch ein bisschen schöner gemacht werden. Das Ganze kriegt jetzt noch eine Blut drin. Jetzt muss ich mal gucken, ob das schon warm genug ist vom Lötkolben. Ja, braucht noch ein bisschen. Ist noch nicht so. Aber ich mache schon mal ein leichte Vorarbeiten. So, dann wissen wir ungefähr, bis wohin wir mal gucken müssen mit dem Lötkolben. So, dann machen wir hier auch. So Leute, das Ding ist jetzt fertig, die Blut drin. Sieht schon mal ganz gut aus. Ne? Und dann gucken wir jetzt mal weiter. Dann fangen wir jetzt an zu pinseln. So Leute, dann fangen wir an zu pinseln. Schwarzes Latex, Modellierwerkzeug, Schwert. So Leute, bei dem Ganzen ist jetzt die erste Schicht drauf. Das Ganze hängen wir jetzt erstmal weg. Wenn das noch nicht so deckt, ist nicht schlimm. Da gehen wir ja noch ein paar Mal drüber, so 6 bis 8 Mal. Und dann machen wir die richtige Farbgebung. So, dann hoffe ich, soweit ist erstmal alles klar. Wenn einer Fragen hat oder was, dann fragt. Zum Beispiel, was ich hier so benutzt habe. Ne? Gut, das Ding habe ich erklärt. Das ihr vielleicht auch schon mal in einem Video, wenn ihr zugehört habt. So. Dann sehen wir uns wieder, wenn die Schichten schwarz drauf sind und nicht an die richtige Farbgebung geht. So Leute, bin jetzt hingegangen, habe natürlich noch ein paar Schichten Latex drauf gemacht. Habe dann jetzt hier noch wieder ein paar Abgüsse drauf. Also hier so ein Drachen, da sind ein paar Keulkarpfen. Mal gucken, hoffentlich kann man es sehen. Ich versuche nachher auch da mal ein paar Bilder und werde das dann mal reinmachen ins Video, also eingeblendet und hinten noch so ein Drachenkopf drauf, dass das alles was hübscher aussieht. So, dann habe ich jetzt mir hier einmal Gold, einmal Silber gemischt. Latex mit halt ein bisschen Acrylfarbe drin. Und dann fangen wir jetzt erstmal mit dem Silber an, die Klinge zu machen. So Leute, das Silber ist jetzt schon mal drauf. Dann gehen wir jetzt hin. Könnten das natürlich trocknen lassen. Aber ich bin mal wieder ein bisschen ungeduldig. Und gehe jetzt direkt hin und fange mit dem Gold schon mal an. Da muss ich jetzt aber ziemlich vorsichtig sein. Das ist ein bisschen dick drauf. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal trocknen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn das Ganze trocken ist. Also bis später. So Leute, das Silber ist jetzt weitgehend trocken. Dann gehen wir jetzt mal hin und nehmen das restliche Silber, was ich noch habe, und gehen damit über die Schneide drüber, dass die was heller wird. Hoffe ich. So. Ich mache das nicht immer so gleichmäßig, dass das so ein bisschen noch aussieht, als wenn da so ein paar Vertiefungen. Naja gut, bei einem Samurai-Schwert hat eigentlich sehr filigran ist, das vielleicht nicht zu passen. Aber wir gucken mal, wie es dann später aussieht. So
So, das Ganze haben wir jetzt schon mal so silbern gemacht. Das lassen wir jetzt mal wieder trocknen. Wie ich sehe, habe ich hier noch ein bisschen rumgekleckert, weil das nicht schlimm ist, weil ich nachher bei der Klinge noch ein bisschen farblich drüber gehen will. So. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze nachher so wird. So Leute, das Ganze ist jetzt soweit trocken. Habe mich jetzt doch entschieden, ich werde die Klinge schlicht lassen. Bleibt in einem dunklen Silber. Ein bisschen helleres für die Schneide. Und was Gold. Ich werde es einfach mal ganz schlicht halten. So, dann machen wir mal den Topcoat drauf. Ja, wie ihr seht, ich nehme den vom Flexi-Paint, mache den aus Latex drauf. Das scheint zu funktionieren. Man muss nur halt ein paar Schichten mehr drauf machen, ne? Aber das geht. Und die Klingen sind dann schön matt. Also das scheint zu funktionieren. So Leute, erste Schicht ist drauf. Wie gesagt, da mache ich noch so 2-3 Schichten drüber. Dann kann man sicher sein, dass das auch wirklich gut hält. Ja, weil eine Schicht ist schon ein bisschen dünn, finde ich. So, und dann sehen wir uns wieder, wenn ich das Ganze 2- bis 3-mal getopcoatet habe. So Leute, das Katana ist jetzt soweit fertig. Nachdem ich einen Topcoat drauf habe, habe ich noch ein bisschen dünnes Leder an den Griff getan. Also nicht wundern, ich habe diesmal, also die japanische typische Wicklung, die kommt dann später drauf, aber die mache ich halt nicht selber. Nur grünes Leder drauf gemacht, weil die Wicklung soll in Gelb und ich habe kein Gelb da. Ja? Also nicht, dass ihr euch wundert, dass das komisch aussieht. Na, ich hoffe mal, dass das nicht komisch aussieht. Ja, und so sieht das Ganze halt fertig aus. Ne? Ich denke mal, damit kann man arbeiten. Schönes Gewicht hat es auch, gut greifen kann man auch. Hab dann direkt in einem nochmal das Wakizashi nochmal neu gemacht. Passend dazu. Die haben jetzt auch beide hinten so einen komischen Löwen, Drachen, Drachen ist ein Drachenkopf drauf. Auf dem Parier, oder was heißt, ne, auf der Zuba, ist dann halt auch ein Drache. Hier haben wir noch einen Karpfen, da hatte ich noch ein paar schöne Abgüsse und hier hinten noch so ein paar Wellen. Ich guck mal, dass ich gleich, wenn ich es hinkriege, im Video noch ein paar Bilder einspiele, damit man das ein bisschen besser sehen kann, wie auf dem Video. Aber ich denke mal, ne, sieht ganz gut aus. Also für mein erstes Katana bin ich sehr zufrieden. So Leute, dann hoffe ich mal, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann bei einem der nächsten Projekte. Über Likes, Kommentare und vor allen Dingen Abos würde ich mich sehr freuen. Schon mal Dank an alle, die mich bisher abonniert haben und immer fleißig am Gucken sind. Ihr seid die besten Leute. Freue mich über jeden von euch. Macht weiter so. Dann habe ich auch Motivation, weiter Videos für euch zu machen. Soweit alles von mir. Na, dann sehen wir uns im nächsten Projekt. Wir sehen uns.